Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de, der ersten voll integrierten Online-Tuba-Schule im deutschsprachigen Raum. Heute möchte ich dir mal wieder Tuben vorstellen und das ist das zweite Video aus der Reihe Gute B-Tuben unter 10.000 Euro. Und ich bin wieder oder immer noch bei FMB in Gütersloh und habe zwei Tuben heute hier aus dem Hause Andreas Eastman, die ich dir gerne vorstellen möchte. Das eine, das ist die 562 und das andere ist die 825. Das sind beides unter den Viervierteltuben etwas größere. Die 562 kann man so von den Ausmaßen ganz gut mit der B&S GR 51 vergleichen und die 825 kann man ganz gut mit der GR 55 vergleichen. Und beide Tuben wiegen so um die 10 Kilo, also die hier wiegt 10,2 und die wiegt 10,4. Also hier haben wir tatsächlich schon ausgewachsene Viervierteltuben und das zeigt sich dann auch gleich im Klang. Aber vorher noch was zu den Maßen. Das Instrument die sind jeweils 99 cm hoch, also einen knappen Meter. Und wir haben bei der 562, bei der kleineren der beiden, haben wir einen Schalldurchmesser von 45 cm, während wir bei der größeren einen Schalldurchmesser von 48 cm haben. Genau. Und es gibt noch ein paar andere kleine Unterschiede, da gehe ich aber gleich drauf ein. Fangen wir mit der kleineren an, mit der 562, die hat Eastman schon länger im Angebot. Und das ist ein Instrument, was preislich sehr attraktiv ist. Die liegt noch unter 6.000 Euro. Und dafür haben wir eben dann doch schon ein sehr ordentliches Instrument. Und wenn man sie mal spielt, merkt man auch sofort, dass der Klang schon ziemlich orchestral ist. Also im Blasorchester wäre das auf jeden Fall ein Instrument, was absolut zum Einsatz kommen kann. Spannend ist, dass wir hier, obwohl das Instrument recht groß ist, eine Bohrung von 19 mm haben. Aber da zeigt sich wieder das Phänomen Vierviertel oder das Phänomen Mensur insgesamt. Mensur kann immer alles Mögliche heißen. Mensur kann heißen Schalldurchmesser, Mensur kann heißen Rohrverlauf, Mensur kann heißen Bohrung der Ventile. Und genau, in dem Fall ist es eben so, dass wir ein relativ großes Instrument haben, aber die Bohrung eben nicht ganz so groß ist. Also 19 mm. Das vierte Ventil ist etwas größer, das ist 20 mm. Und genau, ich werde ein bisschen was spielen. Wieder meine zwei Stellen, eine leise und eine laute, damit du den Eindruck kriegst, wie das Instrument klingt. Genau. Und dann spielen wir die laute Stelle. Genau, so klingt das Instrument, wenn ich es laut spiele. Dieses Instrument gibt es, wie gesagt, schon seit einigen Jahren bei Eastman. Und das zweite Instrument, was ich dir vorstellen werde, das ist seit diesem Jahr neu, das heißt seit 2023. Hey, tubalernen.de/Tonart. Dort lernst du nicht nur alle Griffe, sondern auch den Quintenzirkel und den ganzen theoretischen Überbau. Schau mal vorbei. tubalernen.de/Tonart. Und das ist die etwas größere und auch etwas schwerere Eastman 825. Und hier ist das Besondere, wahrscheinlich siehst du es auch im Bild schon, dass der Schallbecher dunkler ist als der Rest des Korpus. Das liegt daran, dass er aus Goldmessing ist. Und man merkt auch, dass sich im Hause Eastman auch qualitativ etwas entwickelt hat, denn das Instrument lässt sich tatsächlich besser spielen und klingt meines Erachtens auch schöner.
Die Bohrung ist die gleiche, auch hier haben wir die Bohrung 19 auf 20. Und auch die Höhe ist, wie gesagt, die gleiche. Also das ist eigentlich der gleiche Zuschnitt, nur der Schallbecher ist etwas größer, 3 cm mehr Durchmesser. Und dann zeige ich dir auch mal hier den Klang. Genau. Also sie klingt, finde ich, ein bisschen farbenreicher als die andere. Jetzt zeige ich noch die laute Stelle, denn ich finde auch, man kann auch mit ihr einfach lauter spielen, dadurch, dass sie vom Schalldurchmesser her ein bisschen größer ist. Jetzt habe ich wirklich schon viel Gas gegeben und trotzdem ist das Instrument nicht ausgebrochen und das finde ich bei einer Vierviertel-Tuba schon sehr beachtlich. Preislich liegt das neuere und etwas größere Instrument bei aktuell 6.410. Das heißt, wir sind so rund 500 € teurer bei dem Instrument im Vergleich zu dem Instrument. Wenn du mich nach einem Rat fragen würdest, welches Instrument ich eher kaufen würde, dann würde ich tatsächlich zu dem neueren Instrument mit dem größeren Schallbecher greifen. Es wiegt zwar 200 Gramm mehr ungefähr, aber dafür haben wir echt einen schöneren Sound und ich finde, sie lässt sich auch besser spielen. Genau. Das zu diesen beiden Tuben. Ich finde, das Schöne an den Tuben ist, wie gesagt, dass wir zum kleinen Preis ein recht großes Instrument haben, was einen ordentlichen Klang hat. Was mir auch sehr gut gefallen hat bei beiden Tuben, ist insbesondere, dass sich der erste Zug sehr, sehr leicht bewegen lässt. Der ist von vornherein so gebaut, dass er sehr leichtgängig ist. Da muss man nichts machen lassen. Das heißt, da können wir sehr gut nachhelfen. Und die anderen Züge muss man eben mit entsprechendem Öl behandeln, wenn man sie eben gängig machen will, sodass man eben während dem Spielen die bewegen möchte. Genau, das zu den beiden Eastman-Tuben. Wenn du mehr Tuben sehen willst, unter 10.000 €, dann schau dir doch auch das andere Video an, was ich gemacht habe zu den Tuben von Lidl Moldau. Das kann ich dir an der Stelle hier oben verlinken. Und das sind etwas kleinere Tuben, aber es lohnt sich auf jeden Fall auch, sich diese Tuben mal anzuschauen. Dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss.